CPI-Daten in den USA stehen heute um 14:30 Uhr an. Was wir da jetzt speziell genau erwarten können, gehen wir mal in dem Video einmal durch, beziehungsweise sprechen dran, was auch mit Gold passieren kann, wenn die CPI-Daten rauskommen. Lass sehr, sehr gerne zum Beginn des Videos einmal ein Like da, also einmal kurz runterscrollen, Like da lassen. Auch gerne ein Abo, kriegst du jeden Tag hier von uns jeden Morgen ein Update-Video. Bitcoin auch an einem sehr, sehr interessanten Punkt. Wir haben gestern einen ordentlichen Abverkauf bei Bitcoin gesehen, schaffen es nicht wirklich über den 50er EMA drüber zu kommen, was für Bitcoin natürlich noch weiteren Verkaufsdruck durchaus mit sich geben kann, denn wir haben eines der wichtigen Supportbereiche auch wieder am gestrigen Tag soweit verloren. Lass uns daher einmal in die Analyse reingehen. Ich würde mal sagen, starten wir als allererstes mit den News-Daten. Also, was sind wichtige News-Daten eigentlich, die anstehen? Lass uns hier einmal nur die wichtigsten uns anzeigen. Alles andere ist eigentlich eher unrelevant. Heute Core-PCI-Daten in den USA, beziehungsweise die monatlichen und auch die Jahres-CPI-Daten. Ich habe es auch schon einmal in den Discord-Server reingepostet. Das heißt, wenn du noch nicht im Discord-Server drin bist, allerspätestens jetzt unten mal einmal direkt mit dazu joinen. Was machen die CPI-Daten überhaupt, beziehungsweise was sind diese CPI-Daten? CPI-Daten sind der Konsumerpreisindex in den USA, sprich, sie widerspiegeln die Inflationszahlen der USA. Niedrige CPI-Daten als erwartet ist dann natürlich auch bullish für Gold. Schwächere Inflation, höhere Erwartung macht sozusagen eine lockere Zinspolitik, das heißt, Gold kann steigen. Höhere CPI-Daten als erwartet wäre allerdings bärisch für Gold, bedeutet stärkere Inflation und die Fed könnte ein bisschen strikter bleiben. Gold könnte dementsprechend dadurch dann fallen. Gucken wir uns heute natürlich im Livestream auch einmal gemeinsam an, was wir da möglicherweise dann auch traden können. Ich persönlich bin ja ein Riesenfreund, Newsdaten nicht wirklich zu traden. Das heißt wirklich zu sagen, 14 Uhr machen wir dann Feierabend mit der London Session. Ich meine, 14 Uhr ist die London Session eigentlich sowieso schon fast vorbei. Und dann kann man gegebenenfalls vielleicht hier und da nochmal gucken, ob man Positionen auf Break-Even laufen lassen kann. Ich persönlich gehe bei Gold eher davon aus, dass wir bärisch drauf reagieren. Warum? Wir haben den letzten Freitag hatten wir Arbeitslosendaten bekommen. Die Erwartung war eigentlich, mehr Arbeitsplätze werden geschaffen. Es wurden weniger Arbeitsplätze geschaffen. Gold ist natürlich dementsprechend dann ordentlich letzte Woche Freitag, ihr seht es ganz gut, letzte Woche Freitag hier ordentlich mal kurz nach oben hochgepumpt. Und sehr, sehr gut möglich, dass jetzt die Leute, die zum Beispiel jetzt davon ausgegangen sind, dass es eben positiv für Gold ist, dass jetzt keine oder dass die Zinsanpassungen dann eben nicht stattfinden, dass es durchaus so sein kann, wenn jetzt die Inflationsdaten viel, viel unterschiedlicher ausfallen als die Erwartung, dass es doch zu möglichen Zinssenkungen kommen kann oder zu nicht Zinssenkungen, Zinserhöhungen, wenn wir uns das Ganze auch mal anschauen beim Fed-Tool. Also, dass es möglicherweise vielleicht auch schon im September zu möglichen Zinserhöhungen geben kann, was dann natürlich dann dementsprechend eher nicht so ideal ist. 50% aktuell von den Entscheidungen zur Zinssenkung oder zur Zinsentscheidung oder zur Zinserhöhung. Ich bin mal gespannt, was da jetzt die nächsten Monate oder nächsten Tage sich einpendeln wird. 16. September definitiv mal auf dem Schirm haben. Da gibt es den Fed-Zinsentscheid. Jetzt aber genug über die News gesprochen, was jetzt heute ansteht. Lass uns mal gucken, wie können wir am heutigen Tag überhaupt uns dort zu positionieren. Und da würde ich sagen, starten wir das Ganze einmal kurz mit Bitcoin. Großer Timeframe, Weekly Chart. Wir sind weiter noch in einem großen Abwärtstrend. Wir sehen es ganz gut. Ordentlicher Abwärtstrend, der über uns ist, auch wenn wir uns den Daily Chart mit dazu nehmen. Wir kommen bei Bitcoin nicht so wirklich hoch. Wir hatten jetzt eigentlich so die letzten Wochen immer mal wieder einen ordentlichen Anstieg gesehen, wurden dann immer mal wieder rejected von unserem großen Widerstandslevel bei den 67.000 US-Dollar. Und auch in der letzten Woche, quasi Anfang der Woche übers Wochenende, hatten wir nochmal den Versuch gewagt, Richtung die 66.000 US-Dollar anzusteigen, wurden dort einmal ordentlich abverkauft und haben jetzt auch einen kleinen Abwärtstrend wieder bei Bitcoin drin, den es jetzt natürlich heißt, auf den großen Timeframe wieder zu brechen. Solange wir diesen Abwärtstrend weiter forthalten, müssen wir davon ausgehen, dass es durchaus nochmal das Potenzial gibt, das tiefere Tief rauszunehmen, beziehungsweise schaut euch auch mal dieses Level hier mal ganz genau an, die knappen 62.000 US-Dollar. Wenn wir uns dann auch die Liquidierungen anschauen, sehen wir ganz gut, dass auch genau in diesem Bereich ordentlich Liquidierungen liegen. Wir hatten jetzt gestern so ein bisschen was bei den 63.000 US-Dollar rausgenommen, aber wenn wir jetzt auch mal einen 2-Wochen-Chart schauen,
62.000 US-Dollar, da liegt noch ein ordentlicher Batzen. Das ist genau das Level, was wir uns hier gerade eigentlich mal gut markiert haben, beziehungsweise ich markiere es uns auch einmal nochmal. Folgendes Level müssen wir bei Bitcoin halten. Das sind die knappen 62.000 US-Dollar. Sollten wir hier das Tief rausnehmen, beziehungsweise diesen Bereich auch verlassen, müssen wir davon ausgehen, dass wir diese ganze Aufwärtsbewegung, die wir Anfang Juni gesehen haben, oder Anfang Juli, Ende Juni gesehen haben, dass wir die einmal komplett wieder abholen. Und dann sitzen wir auch wieder unter den 60.000 US-Dollar. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob dann das letzte Tief dann soweit auch hält. Gehen wir mal in die kleinere Chartanalyse rein, wo es jetzt am heutigen Tag auch Positionen oder Ideen, Positionen mitzunehmen. Unser Scanner zeigt uns direkt hier mal ein Short-Signal an. Wir sehen es ganz gut. Wir sind unter dem 50er Moving Average auf den 1-Stunden-Chart. Das ist ja immer so ein ja, relativ Key-Indikator für uns, um auf Daytrade-Positionen aufzumachen. Wir hatten es wunderbar gesehen am Dienstag, also gestern. Schöner Retest auf den 50er EMA 1-Stunden-Chart, schönen Abverkauf mitgenommen. Das sieht mir auch gerade ein bisschen sehr, sehr stark danach aus. Und das hatte ich auch gestern im Livestream schon erzählt gehabt, dass wir hier gerade nichts anderes reinbekommen als eine maximal große Short Confirmation, möglicherweise auch vielleicht nochmal Rücksetzer 50er EMA, aber es sieht gerade sehr, sehr stark danach aus, als wollte Bitcoin nicht mal auf dem 50er EMA, auf dem 1-Stunden-Chart nach oben zu laufen. Wir sehen es ganz gut. Wichtiger Support, ich hatte euch den schon einmal eingezeichnet. Ihr könnt euch den auch gerne immer wieder mit dazu nehmen. Wir haben hier wunderschönen Support. Hier hat es der Support gebrochen, Support, Widerstand, Widerstand, hatten wieder Support und das ist genau jetzt dieses Level, was jetzt zu einem neuen Widerstandslevel geht. Sollten wir jetzt einen Candle Close, 1-Stunden-Chart auf jeden Fall unter den 63.600 US-Dollar nehmen, müssen wir stark davon ausgehen, dass wir hier bei Bitcoin dann auch weiter die Trend Continuation nach unten fortsetzen und dann ist großes Preisziel. Ich hatte es euch gerade bei den im größeren Timeframe einmal schon gezeigt gehabt, dann ist das hier die 62.500, genau eigentlich das Level, was wir uns auch bei den Liquidierungszonen hier unten einmal aufgezeichnet haben. 15-Minuten-Chart gucken wir auch natürlich einmal rein. Für die ja, Daytrade-Scalper-Leute unter uns gucken wir da natürlich auch einmal kurz rein. Sieht allerdings ähnlich aus. Also auch 15-Minuten-Chart sind wir wieder bärisch geflippt, waren jetzt über der Asia-Session eigentlich so ein bisschen bullischer unterwegs, haben es aber nicht wirklich geschafft, auch den ja, guten Support-Resistance-Line, die wir aktuell hier halten, rauszunehmen. Das heißt, du siehst auch ganz gut, das ist immer noch eine sehr, sehr interessante Zone, speziell wenn wir es einfach nicht schaffen, über den 300er EMA zu kommen, liegt hier bei den 64.200 US-Dollar, also sollten wir da jetzt nicht drüber kommen, auch das letzte Hoch nicht rausnehmen, gehe ich stark davon aus, dass wir auch im Laufe der Woche hier nochmal Richtung, ja, vielleicht gar sogar heute, einmal das Tief hier bei den 63.200 US-Dollar antesten. Du kannst jetzt hier möglicherweise noch in Positionen reingehen. Wie gesagt, 1-Stunden-Chart, Sell Opportunity ist auf jeden Fall da. Hol dir auf jeden Fall sehr, sehr gerne den Scanner mit dazu. Findest du bei uns im Discord. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Kriegst direkt einmal den Zugang zu unserem Discord beziehungsweise auch zu unserem EMA Trendscanner, der dir dann hier genau einmal folgende Setups anzeichnet. Ich werde da noch einige kleine Updates reinmachen und ich habe eine riesen geile Neuigkeit für euch. Wird die Tage was Geiles kommen. Deswegen seid da auf jeden Fall gespannt. Kann sehr, sehr interessant, vor allem für unsere Scalper im Discord sein. Also, wie kannst du jetzt hier im 15-Minuten-Chart vielleicht nochmal Position mitnehmen? Würde ich einmal kurz abwarten, dass wir hier auf jeden Fall einen Cross reinkriegen. Möglicherweise vielleicht auch nochmal das Tief rausnehmen, dann Rücksetzer sehen. Best Case, was ich gerne sehen möchte, folgendes Tief raus, 63.600 US-Dollar Rücksetzer auf unsere Sellzone und dann hier nochmal eine wunderschöne Short-Position mitzunehmen. Würde dann eher eine Position sein, die möglicherweise vielleicht erst auch so gegen späten Vormittag, vielleicht auch erst im Nachmittag mit dazukommen. Bullisches Szenario gucken wir uns natürlich auch an. Sollten wir jetzt schaffen, diesen Support-Bereich zu halten, also sind der Daytrader, gucken wir uns jederzeit das bärische Szenario an, aber natürlich auch das bullische Szenario. Und bullisches Szenario wäre in diesem Sinne Retest auf den 300er EMA, gegebenenfalls vielleicht sogar oben nochmal in diese Sell Area, in den Widerstandsbereich rein, wo man allerspätestens dort auch nochmal eine schöne Position mitnehmen kann, denn es wäre nichts anderes als genau 50er Moving Average, 1-Stunden-Chart und das ist dann genau der Bereich, den wir eigentlich haben wollen. Maximal große Short Confirmation drin, die wir eigentlich auch schon in dem gestrigen Tag gesehen hatten, also Short Confirmation Nummer 1, Short Confirmation Nummer 2 und dann möglicherweise genau diesen Abfahrtsmodul nach unten Richtung den 62.000 US-Dollar. Genug jetzt einmal von Bitcoin gesprochen, switch noch einmal kurz in den Goldchart rein. Was können wir hier bei Gold auf jeden Fall mal definitiv erwarten? Wir haben ein neues Asia-High gebildet, habe trotzdem noch einmal kurz das Asia-High von gestern auf dem Schirm.
Durchaus möglich, dass wir hier nochmal eine interessante Sell-Zone über uns haben. Ansonsten Asia High natürlich, wie immer, ihr kennt es ganz gut, nochmal ein sehr, sehr großer oder sehr, sehr schöne Möglichkeit, in eine Sell-Position mit einzusteigen. Wir sind jetzt gerade dabei oder wir haben ja schon das New York High rausgenommen, können uns auch mal kurz nochmal Asia Low mit dazu nehmen. Also Asia Low jetzt einmal kurz nochmal anpassen. Zurück, das wollten wir nicht. Hier ist das Asia Low. Einmal auch das Asia Low mit dazu nehmen. Schöne bullische Asia-Session gesehen. Durchaus möglich, dass wir jetzt hier sogar einen Teil der Bewegung abholen. Wir bekommen CPI-Daten rein, heute um 14:30 Uhr. Ich persönlich gehe eher von einem leichteren Abverkauf aus, als dass wir bullisch nach oben pumpen. Man weiß natürlich bei den News-Daten nie wirklich, was direkt immer passiert. Deswegen da in meiner Ansicht natürlich immer ein bisschen vorsichtig rumgehen. Wichtiges, interessantes Level natürlich klar einmal diesen Abwärtstrend. Sollten wir diesen Abwärtstrend jetzt im Laufe des Tages nach oben durchbrechen, sehe ich definitiv das Potenzial auch Richtung Asia High, vielleicht auf 4.440 US-Dollar durchaus nochmal anzugreifen. Sollten wir dieses Hoch nicht rausnehmen oder diesen Abwärtstrend nicht rausnehmen, können wir stark davon ausgehen, dass Asia-Bewegung durchaus nochmal abgeholt wird und dann natürlich Asia Low einerseits ordentlich auf dem Schirm zu haben. Wir sehen es ganz gut, auch wenn wir uns gleich einmal den Scanner mit dazu laden. Einmal kurz hier 15 Minuten Chart unseren EMA-Scanner mit dazu. Kriegt ihr natürlich, wie gesagt, einmal bei uns im Discord. Aktuell ist erstmal ein Long-Setup drin im 15-Minuten-Chart, aber ihr seht es auch ganz gut, wenn wir in den kleineren Timeframe reingehen. Wir bekommen hier schon leichte Cross rein. Also 2-Minuten-Chart ist hier gerade wieder dabei, wieder bullish zu flippen, war gerade schon eine Zeit lang bärisch. Auch 1-Minuten-Chart ist jetzt wieder bullish geflippt. Beim 5-Minuten-Chart müssen wir, glaube ich, sogar noch bärisch sein. Ne, sind sogar noch bullish unterwegs. Müssen jetzt aber diesen Support-Bereich hier auf jeden Fall halten. Hält der Support-Bereich nicht, müssen wir davon ausgehen, dass wir, wie gesagt, einen Rücksetzer, vielleicht auch nochmal gar 300er EMA 5-Minuten-Chart, einmal nach unten in die nächste Buy-Zone sehen. 4.300, ja, 85 US-Dollar durchaus nochmal interessant. Ansonsten über uns natürlich klar 4.416 US-Dollar nochmal als interessante Short Area. Wir gehen natürlich alles gleich gemeinsam in der London Session einmal durch. Das heißt, schau auf jeden Fall, dass du dir deinen Schluck Kaffee organisierst. Ich habe hier meinen Becher Kaffee noch stehen, werde mir den jetzt einmal gleich reingönnen. Wünsche euch einen maximal erfolgreichen Trading-Tag. Wie gesagt, habt definitiv einmal die CPI-Daten noch auf dem Schirm, 14:30 Uhr. Meine Herangehensweise für die Session wird heute folgendermaßen sein: ganz normal London-Session, früh Feierabend, die News da angucken und dann gegebenenfalls später gegen, was machen wir? Gegen 17 Uhr machen wir wieder so Livestream in der New York Session. Gucken, dass wir da natürlich dann auch einige Positionen mit in den Markt mit reinsetzen können. In diesem Sinne, euch einen sehr, sehr geilen Trading-Tag und dann sehen wir uns aller spätestens um 17 Uhr im Livestream oder auch schon gleich in der London Session.